Ich habe mir letztes Jahr einen großen Traum verwirklicht. Der Plan, Afrika mit eigenen Augen zu sehen. Dafür habe ich mir in Südafrika ein Auto gekauft und bin einfach Richtung Deutschland losgefahren. Was ich in den 22 Ländern alles erlebt habe, seht ihr hier. Alter, wow, Scheiße! Es ist Tag 292 hier auf dem afrikanischen Kontinent und wir haben ein paar sehr coole Tage in der Wüste hinter uns. Auf dem Weg nach Marrakesch geht es noch über den letzten Pass des Atlasgebirges, bevor wir noch 2 weitere Tage die Atmosphäre Marrakeschs in uns aufsaugen. Es wird in dieser bunten Stadt geshoppt, verhandelt, durch Gassen wie durch ein Labyrinth geschlendert und genossen. Und dann ist auch der Tag gekommen, an dem ich meine Mom zum Flughafen bringe. Ihr und auch mir hat Marokko bis jetzt sehr gut gefallen. Die Vielfalt der Landschaft, die komplett andere Kultur der Menschen und sehr leckeres Essen machen es einem schwierig, Marokko nicht zu mögen. So, es heißt Abschied nehmen von diesem schönen Campingplatz, wo ich jetzt die letzten 4 Nächte übernachtet habe. 2 Nächte mit meiner Mutter, dann ist sie heimgeflogen. Leider sind alle Dinge, die sie vom Markt mitbringen wollte nach Deutschland, verloren gegangen. Aber wir hatten noch eine richtig gute Zeit hier in Marrakesch und auf diesem wunderschönen Campingplatz. Hier laufen Esel rum, hier gibt es einen riesen Pool, hier laufen Schildkröten rum, Pfauen und es wachsen Zitronen, Orangen, überall stehen Palmen, überall sind so Lounges, wo man chillen kann. Und ja, jetzt geht es weiter Richtung Atlasgebirge. Jetzt werden gerade die Esel rausgelassen. Ist richtig witzig, man liegt neben dem Pool in der Hängematte und plötzlich läuft ein Esel an dir vorbei und ein V. Es war jetzt hier so ein bisschen zu Hause, auch wenn man kurz irgendwie in der Stadt drüben war und wieder zurückgekommen ist. Es war wie Heimkommen. Ihr glaubt nicht, was jetzt passiert ist. Ich habe gestern Abend den Endpunkt gesetzt für meine Afrika-Reise. Und zwar werde ich am 7. April mit der Fähre übersetzen nach Spanien. Und ja, Afrika nach 10 Monaten oder sogar ein bisschen mehr verlassen. Ja, jetzt ist der Zeitrahmen gesetzt. Jetzt habe ich eben noch 6 Tage. Kann hier noch ein bisschen durchs Atlasgebirge fahren. Schau mir noch Fes an und Chefchaouen und die Berge, wo Dope angebaut wird. Krass, ey, es nimmt ein Ende jetzt langsam. Und dann werde ich noch von Spanien aus 2,5 Wochen über Barcelona, Frankreich, Schweiz nach Hause fahren. Ich hoffe, es klappt alles mit dem Auto. Ich habe jetzt noch eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen, was nicht ganz einfach war. In jedem afrikanischen Land fährt man über die Grenze, kann direkt eine Versicherung abschließen. Und in Europa ist natürlich alles viel komplizierter. Jetzt geht es erstmal in die Berge. Die Aufregung steigt. Ein komisches Gefühl, nach dieser langen Zeit bald nach Europa und nach Hause zu kommen. Freunde wiederzusehen und einen komplett anderen Alltag zu haben. Aber eins nach dem anderen. Jetzt müssen erst noch weitere 1000 Kilometer in Marokko zurückgelegt werden.
So, mein heutiger Schlafplatz direkt neben dem Fluss und dem Cathedral Rock. Ich bin heute eine echt richtig schöne Bergstraße gefahren durchs Atlasgebirge. Richtig schöne Dörfer dabei gewesen. Also ich fange langsam echt an, Marokko unter den Top 3 Ländern zu sehen, die ich jemals bereist habe. Also in diesem Land hat man einfach alles. Also für Outdoor-Sportler generell bietet es hier wirklich alles. Surfen, Kitesurfen, Paragliden, Klettern. Die ganzen Outdoor-Sportarten kannst du hier machen. Wahrscheinlich Raften auch, weil es echt coole Flüsse gibt. Auf dem hier wahrscheinlich nicht. Der ist ein bisschen zu klein, zu wenig Wasser drin, zumindest aktuell. Nee, aber Landschaften wirklich vom Feinsten. Man kann in die Wüste gehen, man hat echt einen langen Küstenstreifen. Eine interessante Kultur, super nette, gastfreundliche Menschen und bereue gerade ein bisschen, dass ich die Fähre schon am 7. gebucht habe. In 4 Tagen geht meine Fähre. Ja, jetzt wo ich so noch in den Genuss gekommen bin vom Atlasgebirge, denke ich mir, hey, hier könnte man echt noch viel länger Zeit verbringen. Aber es war nicht das letzte Mal, dass ich hier in Marokko war. So, jetzt muss ich mich auch beeilen, dass ich noch was zum Mampfen habe, bevor es komplett dunkel ist. Das bevorzugte Transportmittel scheint hier oben im Atlasgebirge ganz klar der Esel oder das Pferd zu sein, denn die sieht man hier wirklich an jeder Ecke. Ich bin gerade durch Ifrane gefahren und ich dachte, so, was geht jetzt hier ab, wirklich? Ich dachte, ich bin kurz in Deutschland gelandet oder in den Voralpen oder sonst irgendwo. Ey, dieses Marokko ist so vielfältig, ich pack's einfach nicht. Also man hat hier das Gefühl, durch 10 Länder zu fahren, wirklich. Also man fährt 200 Kilometer weiter und die Landschaft ist anders. Sowas wie jetzt hier, ey, das hat mich gerade echt schockiert, wirklich. Ich dachte, hä, was geht jetzt ab? Naja, aber jetzt fahre ich weiter bis nach Fez. Nach nun 2 Wochen der Fastenzeit bekommt man schon häufiger die Gereiztheit der Menschen mit. Zumindest dort, wo Menschen viel mit Touristen arbeiten. Leider mache ich hier in Fez keine so tolle Erfahrung. Auf der Suche nach dem Ort, an dem Leder gegerbt wird, möchte mir jemand ganz hilfsbereit den Weg zeigen und schleift mich regelrecht mit in irgendwelche komischen Gassen, sodass mir mein Gefühl sagt, dass hier was nicht stimmt. Also bedanke ich mich und drehe um. Anschließend kommt es zu einer heftigen Diskussion, da er nun für diese Leistung Geld möchte. Ich sehe es anders, sodass er mir ins Gesicht spuckt und mir Schläge droht. Glücklicherweise standen in der Nähe ein paar Menschen, die es schaffen, die Situation zu deeskalieren. So, ich bin jetzt hier im Rifgebirge und zwar ganz in der Nähe von Ketama, der Region, wo ja auch vom König es tatsächlich genehmigt ist, dass die Bergbauern hier Haschisch anbauen dürfen. Und das ist mittlerweile sehr großflächig. Also ich habe gelesen, dass die mittlerweile 250.000 Hektar Felder haben. Es ist hier eben auch eine Gegend, wo ich gelesen habe, dass die stark vom König auch vernachlässigt wurde und dass diese Bergbauern hier einfach ziemlich heftig auf diesen Grasanbau eben angewiesen sind. Trotzdem ist so, dass hier nicht die ultra krassen Millionäre rumspringen und die hier Häuser haben, wie oft welche auf irgendwelchen Weingütern, sondern dass halt oft eher die Mittelmänner und dann die Verkäufer in Europa das große Geld machen. Ich hoffe, dass es auch nicht gefährlich ist, hier in diese Strukturen ein bisschen Einblicke zu bekommen. Der Mann mit dem Pullover Follow the Dealer hat mich dann am meisten überzeugt. Hello. How are you? Fine. How are you? Good, fine. Korean. You? I am Rashid. Rashid. I'm not smoking myself.
I'm only interested to see. But not smoke. Come with me in my house. Okay. Inshallah. Okay, inshallah. Oh man. Okay, das ging schneller wie gedacht. Gehe ich mal mit ins Haus. Schauen wir mal. Der ist mir auch mit dem Auto hinterher gefahren. Ja, und im ganzen Verhalten von den Leuten sieht man hier auch, in was für einem krassen Konkurrenzkampf die hier scheinbar sind. Wenn die schon die Touristen mit den Autos nachfahren und die abfangen und so. Also ist schon ziemlich wild hier. So, ich bin wieder draußen aus der Drogenhöhle. Nee, so schlimm war es am Ende auch gar nicht. Also am Ende waren es einfach normale Leute, die hier wohnen, die hier halt ihr Dope anpflanzen. Das sind ganz normale Farmer. Wir sind in so einen Innenhof gefahren, Tore hinten geschlossen. Es waren super nette Menschen, wollten halt ein bisschen Dope verkaufen, oder Hasch. What the fuck? Und dann saßen wir halt in diesem Aufenthaltsraum, hab einen Tee bekommen, hab so Snacks bekommen zum Essen und kurze Zeit später bringt er halt ein Kilogramm Haschisch so auf den Tisch. Hier unsere Ware. Da mein Tee, da meine Speise, da ein Kilogramm Haschisch. Ich habe über Methoden erfahren, wie das geschmuggelt wird, weil ich meine, der Anbau ist nicht das große Problem, die Herstellung ist nicht das große Problem, hier ist ja legal. Das Hauptproblem ist einfach in großen Mengen Käufer zu finden, deswegen ist halt hier auch der Wettbewerb so krass, dass sie dich hier sogar an der Straße abholen und mitnehmen zu ihrem Privathaus. Ich meine, krass ist, die haben mir erzählt, dass die simpelste Methode einfach die ist, wo man wirklich kein Risiko eingeht, dass die das so verpacken, dass die Leute das dann, die es kaufen, einfach schlucken und damit über die Grenze gehen. Die haben gesagt, ja, so ein größerer Typ, der kann dann schon 1 Kilo Gras schlucken. Und so wie es aussieht, haben die auch echt viele internationale Kunden aus der Schweiz, aus Deutschland, aus keine Ahnung welchen Ländern, die speziell in Deutschland an ihren Autos Dinge rumschrauben und hinschweißen und mit den Autos dann hier rüberfahren, hier beladen und dann wieder zurück über die Grenze. Hab denen am Ende noch ein bisschen Geld da gelassen, weil ich meine, sie wollten ja ursprünglich mir schon was verkaufen. Ein Tag in Marokko bleibt mir noch. Auf dem Weg Richtung Ceuta, was schon zu Spanien gehört, liegt aber noch Chefchaouen, eine Stadt, die aus vielen blau angemalten Häusern besteht. Sie ist zwar touristisch, aber auch wirklich wunderschön und definitiv sehenswert. Da ist Mittelmeer! Woohoo! Geil! Verrückt. Ich hab's geschafft. Es ist gerade für mich schon ein ziemlich krasser Moment, hier auf die Weite des Meeres zu blicken. Ich habe richtig Gänsehaut am Körper. Ich sehe jetzt schon auf der anderen Seite Spanien. Es ist nicht weit. Verrückt. Vor 10 Monaten bin ich nach Südafrika geflogen, mir dieses Auto gekauft, da das Praktikum gemacht, bin durch Botswana, Namibia, Angola, beide Kongos, Gabon, Kamerun, Nigeria, Benin, Togo, Ghana, Elfenbeinküste, Guinea, Senegal, Mauretanien, Westsahara und Marokko gefahren. Yep, geile Sache. Afrika hat für mich jetzt ein Bild bekommen. Ja, ein sehr bunt bemaltes Bild mit wunderbaren Menschen, mit super vielfältigen Menschen, mit einer coolen Kultur, mit so viel Positivem und so wenig Negativen. Auch wenn ich durch manche Länder, ja, durchgefahren bin und die nur oberflächlich bereist habe, so würde ich sagen, so habe ich doch irgendwie einen ganz guten Eindruck bekommen, wie
wie Afrika auf der Westseite so ist, auch südliche Afrika und eben die Westseite hier. Ich habe am Anfang auf einem Campingplatz ein älteres Pärchen kennengelernt, die haben mir gesagt, nach dieser Reise, entweder habe ich den African Bug oder ich habe ihn nicht. Also Leute, die nach Afrika kommen und hier mal gereist sind, entweder die sind absolut Fans davon oder kommen nie wieder zurück. Und ich hatte mal Phasen, wo das eine und mal das andere war, aber jetzt würde ich sagen, wenn ich zurückschaue, ich habe definitiv den Bug und ich will auf jeden Fall irgendwann mal wieder zurückkommen. Ja, ein krasser Moment für mich, Meilenstein hier. I will be back one day. For sure. Ja, das steht hier gerade symbolisch für das, dass ich es einfach geschafft habe. Dass ich mich durchgebissen habe. Geil. Geil. Das war zu einfach, ich bin in Spanien, ey. Auf der Fähre nach Europa muss ich an Bless denken. Er stand bettelnd an einer Straßenkreuzung in Marokko. Ich gab ihm ein altes iPhone, welches ich nicht mehr zum Navigieren brauchen würde. Er ist aus Kamerun und weil er niemanden mehr dort hat und es keine Perspektive für ihn gab, machte er sich auf den langen und beschwerlichen Weg mit dem Ziel Deutschland. Und ich sage es wie es ist, ich kann es ihm nicht verübeln und würde vermutlich dasselbe versuchen. Während ich aber einfach ein Fährenticket kaufen konnte und innerhalb einer Stunde auf der anderen Seite in Europa angekommen bin, versucht er seit mehreren Monaten mit irgendwelchen zwielichtigen Schleusern mit runtergekommenen Booten nach Europa zu kommen. Immer wenn es scheitert, ist das ersparte Geld futsch und der Prozess des Geldverdienens und Bettelns beginnt von neuem. Er sah auf seinem Weg mehrere Leute sterben und ertrinken, ob in der Wüste oder in einem überfüllten Boot, welches zweimal kenterte. Was ich damit sagen möchte, wir haben uns nicht ausgesucht, wo wir geboren sind, stimmt. Aber wir sollten sehr dankbar sein, in eine so privilegierte Welt geboren zu sein, in der man die Freiheit hat, mit 25 Jahren durch alle afrikanischen Länder zu reisen, wenn man wirklich möchte. Einfach so aus Spaß und der Abenteuerlust. In 30 Sekunden fahre ich mit meinem in Südafrika gekauften Auto aufs spanische Festland und ich bin in Europa. Krasse Sache. Ich weiß nicht, was ich auf diesem Afrika-Trip gesucht habe, aber gerade fühlt es sich an, als hätte ich es gefunden. Müsst ihr nicht verstehen, ich verstehe es auch nicht, aber es fühlt sich gerade so an. Ich freue mich jetzt auf Europa. Ich war vorhin schon im Lidl in Ceuta, habe mir erstmal ein Bierchen gegönnt. Erste Amtshandlung in Europa. Hatte jetzt 2 Monate keinen Zugriff mehr auf alkoholische Getränke. Versteht mich nicht falsch, ich bin kein Alkoholiker, aber so ein Bierchen zwischendurch ist schon sehr, sehr geil. Oh Mann, ey. Krass, Afrika ist vorbei. Los geht's. Die Küste ist zwar unglaublich schön, jedoch alles komplett zugebaut und sehr viel schwerer irgendwo einen guten Schlafplatz zu finden, sodass ich in 3 Tagen auf irgendwelchen Parkplätzen nur zu ein paar wenigen Stunden Schlaf komme, da Parkplätze in Spanien einfach zum Feiern genutzt werden. Zumindest ich hatte jede Nacht das Glück. Deshalb bin ich umso froher, zwischendurch sowas zu finden. Einfach nur zugänglich mit einem Allradfahrzeug oder einem Auto mit mehr Bodenfreiheit und hier direkt an der Klippe geparkt mit Blick aufs Meer und da unten mein eigener Privatstrand. In 90 Kilometern werde ich in Barcelona eintreffen und zwar werde ich da dann ein paar Tage verbringen und meinen Reisebuddy Jan besuchen. In Barcelona bin ich mehrere Tage. Jan zeigt mir die Gegend und sogar mein Cousin Tim kommt spontan vorbei. Es wird gefeiert, getanzt und gelacht. Bis mir kurz bevor ich weiterfahren möchte, das Lachen vergeht. Fährt man durch ganz Afrika, parkt in so einer Straße und genau so eine Scheiße passiert einfach einem selber. In ganz Afrika ist nichts passiert. Ey. Nachdem mein Auto geknackt und Kameraequipment geklaut wurde und ich dann auch noch Covid-positiv bin, heißt es wieder weiterzuziehen. Vor allem, weil schon sehr bald mein Studium weitergeht. Ich bin gerade echt so ein bisschen reisegesättigt, muss ich sagen, so erlebnisgesättigt.
weil du einfach so viel siehst auf Reisen. Dir kommt ja die Zeit auch, die dehnt sich aus. Wenn ich zurückdenke, was vor einem Monat passiert ist, wirkt es, als wäre das vor einem Jahr passiert, weil ich in der Zwischenzeit so viel erlebt habe und gesehen habe. Und deswegen freue ich mich echt auf so ein bisschen einen Alltag, der ein bisschen reizarmer ist und wo man wieder so ein bisschen Routine und Struktur hat. You have to be your biggest fan. And when things are really tough and they're really rough and nothing's working, but there's something inside of you that says, I just have to follow that. Because you don't know who you're going to meet, who you're going to meet, who you're going Der Küstenstreifen hier ist unglaublich schön. Eine der ersten Dinge, die mir extrem auffallen, ist, dass man hier keine Kinder mehr sieht. Wenn ihr die Serie geschaut habt, dann wisst ihr, was in Afrika auf den Straßen abgeht. Und du siehst so viele Kleinkinder, die einfach nur miteinander Spaß haben und irgendwas spielen. Und ey, du siehst hier keine Kinder mehr. Und die Kinder, keine Ahnung, die es hier noch gibt, die sind meistens im Haus oder machen irgendwas. Manchmal vielleicht noch auf Spielplätzen zu sehen, aber auch eher weniger. Allein wegen diesem Fakt spielt Afrika in Zukunft noch eine sehr, sehr, sehr viel größere Rolle, weil die Bevölkerung dort einfach so hart am Explodieren ist. Ich habe mit vielen gerechnet, aber nicht damit, dass hier noch aktiver Skibetrieb ist. Ich bin hier gerade auf den Pass hochgefahren. Mich trennt eigentlich nur noch dieser eine kleine Pass von der italienischen Seite. Schneeprobleme und geschlossene Pässe gab es einfach in Afrika nicht. Mit sowas musste man sich da nicht rumschlagen. Und ihr würdet jetzt wahrscheinlich gern sehen, dass ich hier über dieses Schneefeld fahre, aber ich kann euch garantieren, das ist nicht das einzige Schneefeld auf der Straße, weil die Skipiste könnten sie wegschieben. Ja, mit der Seilwinde könnte ich es an den Büschen befestigen, aber die reiße ich halt raus. Übel scheiße, so ist jetzt. Jetzt fahre ich entweder weiterhin durch die Berge mit einem kranken Umweg oder wieder vor ins Meer. Und ich hoffe, die restlichen paar Fliegen in meinem Geldbeutel reichen aus, um noch Sprit zu kaufen, um noch nach Hause zu kommen. Ich sag's euch, das wird echt ein knappes Ding. Ich bin gerade in einer unglaublich schönen Gegend, die ich zuvor auch noch nie gesehen habe. Ich bin in Italien und zwar fahre ich gerade östlich von den Ausläufern der Alpen hoch. Ich sehe auch im Hintergrund die schneebedeckten Berge und hier ist ein unglaublich geiles
Weinanbaugebiet. Ich feiere es gerade richtig. Zieht euch die kräftigen Farben rein. Da im Hintergrund die schneebedeckten Hügel. Also insgesamt vielleicht noch 6-7 Stunden Fahrt von hier aus, um ja, bei mir daheim fortzufahren. Aus der Straße, wo ich diese Reise gestartet habe. Ich kann es noch nicht so ganz glauben. Hier seht ihr mal den Lifesaver. Der hat schon oft mein Life gesaved, muss ich schon sagen. Den habe ich sehr viel verwendet und habe eigentlich so gut wie alles, was ich getrunken habe, da durchgefiltert. Ich bin soeben in mein 21. Land gefahren innerhalb der letzten 10 Monate. Ich kann es nicht glauben, ich bin in der Schweiz. Meine zweite Heimat. Hier habe ich schon 4 Winter im Skigebiet gelebt und gearbeitet und ich muss sagen, dass ich die Schweiz einfach nur unglaublich feiere. In 1,5 Stunden komme ich zu meinem Bruder und der hat Kässpätzle für mich vorbereitet, selber gemachte. Da bin ich schon richtig hyped drauf. Natürlich auch meinen Bruder zu sehen, aber noch mehr die Kässpätzle zu essen. Alter, da ist nein, Alter, Junge. Direkt aus Afrika. Und jetzt hole ich gerade noch einen Josh ab, der mich ja auch begleitet hat von Angola in Kongo. Der fährt mit mir mit und ist dann dabei bei meiner Willkommensparty. War richtig geil die letzten 3 Tage, meinen Bruder zu sehen, die alte WG zu sehen, die ganzen Leute zu sehen. Und ja, und trotzdem ist es jetzt nochmal besonderer, wirklich ganz daheim anzukommen, wo die Reise gestartet ist. Da ist das deutsche Zollamt. Ab jetzt bin ich wieder in der Heimat. Als nächstes machen wir Wattwanderung bei Hamburg. Also wir fahren noch voll ins Norden von Deutschland. Oder machen die das Cape to Cape vor uns fertig. Noch an den Norwegen-Zipfel. Ab an Zipfel! Der Home ist der Home! 35.000 Kilometer durch Afrika. Reise werden jetzt hier gleich beendet. Kapstadt losgefahren vor 7 Monaten. Und vor 11 Monaten ungefähr hier losgefahren zum Flughafen. So, was fühlst du? Also ich bin gerade richtig nervös, mein Herz pocht. Aber sonst fühle ich gerade nicht viel. Ich bin gerade echt einfach nur aufgeregt. Ich meine, die Willkommensparty wird erst morgen stattfinden. Ich werde jetzt einfach nur nach Hause gehen. Meine Eltern haben was Geiles zu essen gemacht. Aber in die Straße einzufahren, den Moment, den habe ich auf der Reise so oft visualisiert und ich habe es zwischendurch wirklich nicht gedacht, es zu schaffen. Und jetzt fahre ich rein. Alter! Oh. Das ist schon emotional, Alter. Junge. Ich hab's geschafft. Servus. Alter, cheers. Nach so einer langen Zeit in einer anderen Welt zurück in die Vertraute zu kommen und alle Leute wiederzusehen, ist schon ein heftiges Gefühl und ich bin froh, dass alles so gut geklappt hat. Falls ihr wirklich bis hierher geschaut habt, dann Props an euch. Auch wenn man sich für diese Tour besser ein komplettes Jahr Zeit nimmt, um nicht nonstop im Stress zu sein und zwischendurch auch genießen zu können, so hoffe ich trotzdem, dass ihr mit meinem Erfahrungsbericht ein Stück Afrika besser kennengelernt habt. Wir können so viel von dieser anderen Kultur lernen und ich bin dankbar, ein paar Einblicke bekommen zu haben, die mich für immer prägen werden. Danke fürs Schauen, wir sehen uns im nächsten Abenteuer. Bis bald. Alter, marokkanische Datteln. Guck mal, der Löwe bringt für dich Nüsse. Ey, fütter mich mal.
Au!